Ja, herzlich willkommen zu unserer SUP-Tour in Griechenland, in der Region Epirus. Das ist im Norden von Griechenland auf dem Festland. Und wir machen jetzt eine Flussfahrt den Acheron entlang. Mal schauen, wie lange es wird. Wir wissen noch nicht viel und bringen hoffentlich ein paar schöne Bilder für euch mit. Viel Spaß auf der Tour! Der Acheron im Epirus ist der Totenfluss der griechischen Mythologie. Der Fährmann Charon geleitet die Toten über die Mitte des Flusses, damit sie wohlbehalten im Reich des Hades, quasi der Totenwelt, angelangen können. Hier vorgelagert ist die ionische Insel Paxos. Die Quelle des 52 Kilometer langen Acheron liegt in einem kleinen Gebirge, an der wir auch eine Wanderung gemacht haben, dazu mehr in einem anderen Video. Seine Mündung liegt unweit der schönen Küstenstadt Paga. Und zwar im Örtchen Amudia. Amudia hat eine tolle Badebucht und eine gute Infrastruktur, was Restaurants und Übernachtungen angeht. Die Tour geht erstmal 4,5 Kilometer ins Landesinnere und dann einfach wieder mit der Strömung zurück. Unser Einstieg ist direkt an der Flussmündung am Bootsanleger. Hier hat man auch ausreichend Platz zum Parken. Unsere Boards sind aufgepumpt und dann geht es auch schon los. Wie immer läuft mein Trecker mit, um die Tour für euch noch detaillierter zu beschreiben. Wir paddeln ganz zu Beginn erstmal entlang der Mole, ganz nach vorne ans Meer. Hier mal die kompakten Tourdaten. Die hier beschriebene starke Strömung ist tatsächlich erst ganz zum Ende und da auch nur ein kleines Stückchen anstrengend. Ansonsten kann man hier auf dem Fluss gut Meter machen. Schnell sind wir an den letzten Booten vorbei und ab dann sind wir quasi alleine auf dem Acheron unterwegs. Ja, witzig ist im Moment, wir haben Rückenwind. Der Wind kommt vom Meer und die Strömung müsste ungefähr die gleiche Windstärke haben. Deswegen kann ich hier exakt auf einer Stelle auf dem Fluss stehen bleiben. Ja, sehr schön. Hier im Überflug schön zu sehen, wie sich der Fluss in Richtung Berge schlängelt. Ab dieser Stelle sind motorisierte Boote verboten. Man kommt jetzt nur noch mit dem Ausflugsboot oder wie wir mit dem SUP weiter. Der Grund für einen organisierten Bootstrip ist die schöne Flora und Fauna. Man hat das Gefühl, man ist hier im blauen Libellenhausen unterwegs. Da einen Galgen hängen, Schatz. Du siehst da schon einen Galgen hängen, oder? Hier ist auch Naturschutz angesagt, ansonsten findet man sich an diesem Galgen wieder. Es ist herrlich, hier in der Sonne im Fluss zu paddeln. Die Tour erinnert mich an unseren Ausflug auf der Oste in Schleswig-Holstein. Die war genauso dschungelig wie der Acheron. Und hier tatsächlich das einzige Boot, was wir getroffen haben. Ja, und über mir haben wir ein Nest entdeckt. Auf diesem Abschnitt haben wir noch einige von diesen Hängennestern entdeckt. Aber nicht nur Vögel gibt es hier viele. Nein, auch Reptilien haben uns brutal versucht zu kapern. Ja. Nach einer 90-Grad-Biegung setzt dann deutlich die Strömung ein. Und wir müssen aus unserer Komfortzone heraus und einen Gang zulegen. Nach weiteren 800 Metern heißt es dann: So, das ist unser Umkehrpunkt. Die Strömung nimmt immer stärker zu und es macht kaum noch Sinn, dagegen anzufahren. Deswegen machen wir jetzt den Rückweg. Aber bis hierher war es eine super tolle Tour. Wir gucken, dass ich nirgendwo an einem Holz hängen bleibe.
Zurück ist das Ganze mit der Strömung dann nur noch ein Spaziergang. Und die 9 km/h sind nicht wirklich verwunderlich. Ach ja, noch zum Thema Reptilien. Wer die Augen offen hält, kann am Ufer die ein oder andere Flussschildkröte beim Sonnenbaden entdecken. Jetzt wird der Fluss wieder breiter und wir sind nach 9,1 Kilometer wieder zurück an den Bootsanlegern. Hier noch eine kleine Impression von der tollen Wanderung durchs Flussbett an der Quelle des Acheron. Wenn euch meine Tour gefallen hat, teilt sie einfach mit euren Freunden. Wenn ihr Wünsche bezüglich SUP-Touren habt, schreibt sie mir gerne einfach in die Kommentarfunktion. Wahnsinn, hä? Bis zur nächsten SUP-Tour. Das ist echt geil.